Sehr geehrter Herr Ministerpräsident lieber Ulf, hey, schön, dich wieder in Berlin begrüßen zu können. We sometimes call ourselves, together with Germany, are the role models in European sport. Er unterstützt die extreme Rechte überall in Europa, in Großbritannien, in Deutschland, in vielen, vielen anderen Ländern. Und das ist etwas, das völlig unakzeptabel ist. Das gefährdet die demokratische Entwicklung Europas, das gefährdet unsere Gemeinschaft und das ist zu kritisieren. Seine Parteinahme für die extreme Rechte, ob nun aus Geschäftsinteresse oder aus den Gründen, die etwas mit seinen eigenen politischen Haltungen zu tun haben, das ist inakzeptabel. I think I was pretty clear as well in my comments in Sweden when I was asked about this. I said on the one hand that obviously we have free speech and that includes everybody. I don't want to limit that free speech for anyone. From Sweden's side, we have a tradition of not interfering in other countries, other nations' domestic policy, not least, even more so in the middle of an election campaign. I think that is a good tradition. I think Am 7. Oktober trauern wir der israelischen Gesellschaft und die Opfer und bangen gemeinsam. Ich rechne also nicht damit, dass es zu einem Abbruch der Unterstützung der USA für die Ukraine bei ihrer Verteidigung kommt. Und ansonsten werden wir das gemeinsam entwickeln müssen. Nochmal an dieser Stelle, Russland hat kein einziges seiner militärischen Ziele erreicht. Es wollte die NATO schwächen und sie weiter weg haben. Die NATO ist stärker geworden. Finnland und Schweden sind Mitglied der NATO geworden. Wir alle geben jetzt mindestens 2% unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus und sind dort, wo das in einigen wenigen Ländern in Europa noch nicht der Fall ist, auf einem guten Weg. Sowie der Freilassung von Geiseln, darunter auch Deutsche. Die US-Regierung. Seit dem 7. Oktober trauern wir mit der israelischen Gesellschaft um die Opfer und bangen gemeinsam mit den Angehörigen der Geiseln. Es ist deshalb eine sehr gute Nachricht, dass nun ein Waffenstillstand in Gaza vereinbart worden ist, sowie die Freilassung von Geiseln, darunter auch Deutsche. Die US-Regierung, Ägypten und Katar haben diese Verhandlungen mit viel Ausdauer geführt. Ihnen gilt unser großer Dank für das Erreichte. Ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Viele Menschen wurden in den Gazastreifen entführt. Entscheidend wird sein, die Vereinbarung muss jetzt Schritt für Schritt konsequent umgesetzt werden. Denn am Ende müssen alle Geiseln freikommen. Die sterblichen Überreste der toten Geiseln müssen den Familien überantwortet werden, um einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. Das Leid der Geiseln und die Qual der Ungewissheit der Familien müssen endlich ein Ende finden. Wir alle wissen natürlich auch um die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen. Jetzt ist Gelegenheit für substanzielle Verbesserung, damit das furchtbare Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung gelindert wird. Raketen aus dem Gazastreifen geschossen. Dagegen hat Israel. Die Palästinenserinnen und Palästinenser brauchen ganz dringend eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischer Hilfe. Die Bundesregierung steht hier bereit, weiter zu helfen. Diese Einigung auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen birgt die Chance für ein dauerhaftes Ende des Krieges. Die Hamas ist aufgerufen, ihre Waffen ein für alle Mal niederzulegen. Der Terror der Hamas muss enden. Auf, rechts, aus, ja! Augen!